Hey meine Besten und willkommen zum Review des Galaxy S23 Ultra, dem wohl besten Smartphone der Galaxie. Viel Spaß und let's go! Das Ultra ist endlich Ultra und kann seinen Namen mit Stolz tragen. Dabei spielt der SoC, also das System on a Chip, eine riesige Rolle. Denn er bildet den Kern und beeinflusst alle anderen Komponenten so sehr, dass dieses Smartphone den Android-Thron besteigt. Die Akkulaufzeit, die Wärmeentwicklung, die Bildqualität, die Musikqualität, die Empfangsqualität und so weiter profitieren alle vom Chip. Und Samsung verbaut dieses Jahr weltweit ausschließlich Qualcomm Snapdragon-Prozessoren. Doch Samsung wäre nicht Samsung, wenn sie nicht einen draufsetzen würden. So ist der in der S23-Serie verbaute Prozessor kein normaler 8 Gen 2, den auch andere Hersteller verbauen werden, sondern ein spezieller Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, der einen höheren CPU- und GPU-Takt hat. Aber auch der interne UFS 4.0 Speicher und LPDDR5X Arbeitsspeicher sind schneller und effizienter geworden. Und darüber bin ich sehr froh. Zum ersten Mal muss ich mir die Leistung eines Galaxy S nicht schönreden oder wünschen, denn sie ist nun real. Das S23 Ultra ist dank seiner internen Komponenten genauso schnell und flüssig wie mein iPhone 13 Pro Max. Glaubt mir, auf dem Papier ist das 13er und 14er zwar nochmal stärker, doch profitiert der Nutzer nicht wirklich davon, denn die iPhones können noch nicht einmal Multitasking wie das Ultra. Und wie sieht die Wärmeentwicklung bei all der Power aus? Sehr gut, denn das Ultra bleibt überwiegend kühl oder wird lediglich warm, aber niemals heiß. Zumindest habe ich das nicht hinbekommen. Aber nicht nur die Performance hat mich überzeugen können, sondern auch das ultra-flexible Kamerasystem. Die insgesamt 5 Kameras machen einen hervorragenden Job und wappnen den Besitzer für jede nur erdenkliche Situation wie kein anderes Smartphone. Hochauflösende Fotos und Videos durch den 200-Megapixel-Sensor, dreifach oder 10-fach optischer Zoom, Makroaufnahmen oder scharfe Selfies mit Hilfe von Autofokus. Was will man mehr? Doch der Reihe nach. Das ist 100-facher Zoom. Das ist 30-facher Zoom. Jetzt seht ihr verlustfreien optischen 10-fach Zoom und jetzt verlustfreien Dreifach. Guckt euch diese Wahnsinnsentfernung an. Jetzt im Vergleich zum bisherigen Android Kamera King Pixel 7 Pro. 5-fach, 10-fach, 30-fach. Und hier ist für das Pixel leider Schluss. Mehr geht nicht. Und vergleicht mal die Bildqualität. Das Ergebnis vom Ultra ist deutlich besser und es geht wie gesagt noch weiter bis zu 100-fach. Das iPhone lassen wir gar nicht erst antreten, das würde peinlich enden. Das Ultra ist der Zoom-König. Punkt. Auch bei Nacht, denn so nah kommt ihr an den Mond. Das ist der Hammer und will erstmal nachgemacht werden. Gucken wir uns mal den Mehrwert von den 200 Megapixel an. Zuerst 12 Megapixel, jetzt 50 Megapixel und nun die vollen 200 Megapixel. Seht mal, wie detailreich die Aufnahme geworden ist. Und genau für solche Situationen ist diese riesige Auflösung gut, vor allem bei Tages- bzw. viel Licht. Hier ein Beispiel von der Ultraweitwinkelkamera, schönes Ergebnis, trotz Unschärfe in den Randbereichen, was aber normal ist. Makrofotos sehen genauso gut aus, jedoch braucht man wirklich ein ruhiges Händchen dafür. Und auch Selfies sehen gut aus, unter anderem dank des Autofokuses. Was soll ich sagen, es gibt nicht viel zu meckern, außer dass die 50 und 200 Megapixel Aufnahmen dunkler bzw. schattierter sind. Hier im Vergleich zum 12 Megapixel Bild gut zu sehen an dem Baumstamm. Das heißt, wir gewinnen zwar mit der höheren Auflösung an Details, aber verlieren wiederum Details durch Schattierung. Naja, vielleicht behebt das Samsung noch mit einem Day One Update, denn ich teste das Gerät vor Marktstart. Und auch die Nachtaufnahmen sind nicht automatisch die besten. Hier zeigt das Pixel 7 Pro seine Stärke. Die orangene Farbe wurde durch das 7 Pro viel realer dargestellt als durch das Ultra. Und bei dieser Nachtaufnahme weiß ich nicht, was das Ultra gemacht hat. Das komplette Bild wurde anscheinend einmal in orangener Farbe getunkt und wirkt daher viel zu warm. Dass es besser geht, zeigt das Pixel. Videos sind bis zu 8K 30 FPS möglich und zum ersten Mal sage ich, dass 8K bei einem Smartphone kein Gimmick ist. Seht euch mal diese Aufnahme an. Nicht nur gestochen scharf, sondern auch schön stabilisiert. Jetzt 4K 30 FPS. Und nochmal 4K 30 FPS im Vergleich zum Pixel 7 Pro.
Ein wenig Kritik muss ich leider im Videomodus für die Übergänge zwischen den einzelnen Sensoren aussprechen. Wenn Samsung das noch hinkriegt, also dass der Wechsel flüssig und wie aus einem Guss abläuft wie beim iPhone, wäre ich rundum zufrieden. Die Stabilisierung ist in allen Zoomstufen wirklich gut, bis auf 10-fach, da wird es ziemlich wackelig. 3 Tipps gebe ich euch noch mit. Erstens, installiert euch die App Camera Assistant aus dem Galaxy Store, denn dort könnt ihr schnelleren Auslöser aktivieren. Zweitens, schießt ruhig öfters RAW-Fotos mit Expert RAW, denn die Bearbeitung dieser RAW-Fotos erfolgt mit Adobes Lightroom für Galaxy. Man braucht zwar ein Abonnement, um alle Funktionen freizuschalten, aber die kostenlosen Funktionen sind auch schon umfangreich. Alles ohne blauen Punkt ist kostenlos. Und drittens, nutzt Face Unlock mit der Selfie-Kamera. Ich schwör's euch, es funktioniert sogar in absoluter Dunkelheit. Dafür wird das Display aufgehellt, um euer Gesicht zu erkennen. Das könnte den einen oder anderen blenden bzw. stören. Deshalb empfehle ich euch, das automatische Aufhellen zu deaktivieren und das Display bei Bedarf manuell aufzuhellen. Diese geringe Helligkeit reicht schon zur Erkennung. Ich habe es probiert. Genug zu den Kameras, kommen wir zum Punkt Batterie. Das ist der dritte Punkt, den das S23 Ultra mit Bravour besteht. Endlich zahlt sich der große 5000 mAh starke große Akku aus. 1,5 Tage mit einer Akkuladung sind locker drinnen, also genau wie meine 44 mm Galaxy Watch 5. Beide Geräte müssen erst nach 1,5 Tagen ans Netz, das ergibt ein schönes Duo. Ich habe Screen-on-Zeiten von bis zu 7 Stunden geschafft, das ist der Hammer. Ich hatte bisher noch nie eine 7 vor dem Komma stehen, das ist wirklich das erste Mal. Und das bei aktiviertem Always-On-Display, stets verbundener Galaxy Watch 5, WQHD Plus Auflösung bei 120 Hz und dem Standard-Leistungsprofil. Wie gesagt, das ist einfach nur der Hammer. Und wer kennt folgendes Szenario nicht? Euer Smartphone hängt am Netz, aber ihr wollt zocken, also macht ihr das auch. Dabei erhitzt sich das Gerät aber ziemlich und die Performance wird gedrosselt, nicht aber beim S23 Ultra. Wenn das Ultra mehr als 20% Akku hat, kann das Aufladen des Akkus während eines Spiels angehalten werden. Dadurch wird die Leistung auch nicht gedrosselt und ihr habt konstante Performance. Also nur Vorteile, das finde ich wirklich praktisch. Wo ist unser geliebter S-Pen? Ah, hier unten links. Komm ruhig her, du Meister deiner Art. Der S-Pen ist sehr praktisch, wenn man ihn mal braucht. Ich gebe zu, ich brauche ihn nicht jeden Tag, aber wenn man ihn dann mal braucht, ist er Gold wert. Einen Gedanken oder eine Idee bei ausgeschaltetem Display festhalten, ohne das Gerät zu aktivieren, geht. Einen Ausschnitt als Screenshot speichern, geht. Einen bestimmten Text oder Bereich markieren, na klar, geht. Eine Live-Nachricht erstellen und versenden, aber sowas von geht. Den S-Pen als Fernbedienung für Kameraaufnahmen nutzen, Dokumente unterzeichnen und vieles mehr. Es gibt wirklich genug Anwendungsfälle für den kleinen Stift. Er hat seine Daseinsberechtigung. Das Ultra ist wie immer das größte der S-Reihe. So misst es 163,4 mm in der Höhe, 78,1 mm in der Breite und 8,9 mm in der Dicke. Dabei wiegt es 234 Gramm. Es war und ist wieder wuchtig und kantig. Und Samsung konstruiert den Rahmen dieses Jahr sogar kantig, was für noch mehr Grip sorgt. Die Ergonomie leidet überhaupt nicht darunter. Im Gegenteil, es liegt wirklich gut in der Hand und ich habe es gern in der Hand. Den Mix aus Ergonomie und Griffigkeit hat Samsung exzellent gemeistert. Nur leider finde ich die Lautstärke-Wippe zu hoch platziert. Der Power-Button ist perfekt, wo er liegt. Das Ultra kommt wieder einmal mit Premium-Materialien daher. So ist auf der Vorder- und Rückseite Gorilla Glass Victus 2 verbaut. Der Rahmen dazwischen besteht aus Champagner-Gold glänzendem Armor Aluminum. Die Rückseite ist schön matt und fühlt sich in meiner Cream-Variante seidig matt an. Fingerabdrücke haben keine Chance. Einzig und allein die wackelnden Tasten trüben den hochwertigen Eindruck wie jedes Jahr. Das muss Samsung wirklich mal in den Griff kriegen. Apples oder Huawei's Knöpfe sitzen immer bombenfest. Ansonsten ist die Verarbeitung super, die Spaltmaße sind gleichmäßig und generell fühlt sich das Ultra sehr robust und irgendwie unzerstörbar an. Eine Staub- und Wasserzertifizierung liegt nach IP68 selbstverständlich vor. Auf den ersten Blick hat das Display keine Neuerung erhalten, doch das stimmt nicht. Samsung verwendet neue Materialien, die noch stromsparender sind und nennt das Display nun LTPO 3.0. Auch ist die Biegung auf beiden Seiten flacher, sodass es zwar gebogen ist, aber fast schon flach wirkt. Wieder eine Gratwanderung, die Samsung exzellent gelöst hat. Gebogenes Display mit schmalen Seitenrändern, aber keine Fehleingaben. Und auch die Eingaben mit dem S-Pen gehen bis in die Randbereiche. Klasse, einfach nur klasse. Aber leider sind auch dieses Jahr wieder die Ränder unsymmetrisch. Samsung,
Bitte, wenn es technisch einfach noch nicht machbar ist, den unteren Rand so dünn zu konstruieren wie den obigen, dann gestalte den oberen einfach genauso dick wie den unteren. Stelle bitte eine Symmetrie her, bitte. Bei der Telefonie oder Konnektivität gibt es keinen einzigen Negativpunkt. Gespräche sind glasklar, Verbindungen sind immer stabil und die verbaute Hardware ist auf neuestem Stand. Das wird dem hohen Preis gerecht. Die Lautsprecher bzw. der Sound ist wirklich auf Top-Level, voluminös und tiefe Bässe, ohne dass die Rückseite stark vibriert. Auch verzerrt der Klang auf höchster Stufe nicht. Der Vibrationsmotor ist wieder einmal genial. So fühlt sich das haptische Feedback enorm gut an. Ich tippe sehr gerne auf dem Ultra und genieße die kleinen Vibrationen. Kommen wir zur Software, zur besten Software auf jedem Telefon. Ich finde One UI 5.1, das auf Android 13 basiert, besser als iOS, besser als Googles Pixel Launcher und auch besser als alle anderen Android-Skins. Einige von euch werden sagen, dass One UI überladen ist wegen doppelten Apps oder dass es nicht so flüssig ist wie andere. Dem stimme ich nicht zu. One UI 5.1 ist sehr performant mit butterweichen Animationen. Bei den doppelten Apps habt ihr die Möglichkeit, euch für eine zu entscheiden und die andere zu deaktivieren oder deinstallieren. Generell habt ihr die Möglichkeit, über alles zu entscheiden, wirklich alles. Und genau das ist der riesige Punkt, der für One UI spricht. Das ist der Android-Gedanke von früher. Wir Nutzer können entscheiden und gestalten, wie wir wollen. Das System bietet von Haus aus viele Anpassungsmöglichkeiten und darüber hinaus noch viel mehr mit Good Lock. Genauso wichtig ist die Langlebigkeit. Samsung bietet 4 Jahre Android OS Updates und 5 Jahre Sicherheitsupdates. Mehr als Google selbst. Mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Zum Thema Sicherheit. Beide Entsperrmethoden, also der Ultraschall Fingerprint Sensor und auch Face Unlock mit der Selfie Cam, funktionieren hervorragend. Es gibt überhaupt nichts zu meckern. Der Fingerprint Sensor entsperrt mega schnell. Nur wenn die Finger leicht nass sind, nach dem Händewaschen zum Beispiel, zickt er manchmal rum, sodass ein zweiter Versuch nötig wird. Kommen wir zum sehr positiven Fazit. Ich sag's euch, das S23 Ultra ist endlich ein Gamechanger und wird seinem Ultranamen gerecht. Es gab bisher kein einziges Galaxy Smartphone auf diesem Level. Und das haben wir zum großen Teil dem Snapdragon 8 Gen 2 zu verdanken. Die Leistung ist endlich auf iPhone-Niveau, die Kameras liegen über dem iPhone-Niveau und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele iPhone-Nutzer auf das Ultra wechseln werden. Genauso wie ich es getan habe. Das Ultra ist mein Hauptgerät geworden, denn es hat es verdient. Damit genug zum Ultra. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht es gut und bleibt gesund. Ciao.